Ich glaube, es ist wichtig für jeden Deutschen zu wissen, dass Israel zwar ein jüdisches Land ist, aber ein Land, das offen ist für alle verschiedenen Kulturen und Minderheiten. Es wird sehr, sehr viel in den Medien berichtet über Israel und ich glaube, es ist wichtig zu wissen, dass es nicht dreist, sich ein Bild nur durch die Medien zu machen, sondern man als Deutscher, wenn man dann wirklich sehen will, wie Israel ist, mal das Land besuchen muss und schauen muss, was denn hier vorgeht, wie die Menschen miteinander zusammenleben, dass es keine Apartheid gibt, sondern dass Juden, Araber, Muslimen, Christen, Drusen, Beduinen und alle anderen Minderheiten hier wirklich zusammenleben, zusammenarbeiten, zusammen in dieselben Supermärkte gehen, in denselben Bussen fahren und dass das Land und die Menschen eines der fröhlichsten Länder der Welt ist und die Menschen einen wirklich sehr, sehr warm aufnehmen. Hi, ich bin Asaf Ehrenburg, ich bin fast 32 Jahre alt, ich komme ursprünglich aus Hessen in Deutschland, habe mit 21 Jahren Aliyah gemacht, also bin mit 21 nach Israel gezogen, bin verheiratet, habe 3 Kinder, wohne zurzeit in Jerusalem und habe 5 Jahre lang ein deutsch-israelisches Austauschprogramm für Freiwillige geleitet. Also ich sehe mich selbst so erstmal als Mensch und dann als jüdische Person und auch als irgendwo zwischen Israeli und Deutscher. Ich glaube, dass Israelis an sich sehr, sehr interessiert sind an der deutschen Gesellschaft und am deutschen Land. Und das sieht man auch an der Anzahl von jungen Menschen, die einen Austausch machen oder Jugendaustausch, Studentenaustausch, wie auch immer. Und dass auch der historische Aspekt natürlich eine Rolle spielt und dass sie so gesagt das neue Deutschland kennenlernen wollen. Viele von den Freiwilligen, die ich damals nach Israel gebracht habe, waren noch nie in Israel, waren nicht jüdisch, hatten gar keine Verbindung zu dem Land. Auch ihre Eltern waren noch nie in Israel. War auch keine religiöse, christliche Verbindung, sondern einfach aus dem Interesse. Man hört viel über Tel Aviv als supermoderne, kulturelle Stadt, über Jerusalem, Stadt der 3 Religionen, über Haifa, wo auch Juden, Araber, Christen zusammenleben. Und das war bis zum 7. Oktober wirklich ein sehr, sehr großer Teil der Freiwilligen, der deutschen Freiwilligen, die nach Israel geflogen sind. Und seit dem 7. Oktober hat sich das stark verändert, das Bild. Junge deutsche Personen, vor allem auch durch Social Media und durch Nachrichten, die sie schauen, haben weniger und weniger Interesse, nach Israel zu kommen. Viele sagen, es liegt auch an den Sicherheitsgründen. Ich bin mir da tatsächlich nicht so sicher. Ich als ursprünglich Deutscher, der hier lebt, kann ganz klar sagen, dass die Sicherheitssituation in Israel Freiwilligendienste zulassen könnte, Austausche zulassen könnte. Und wir sprechen hier nicht über eine politische oder eine religiöse Verbindung, sondern wirklich eine kulturelle Verbindung, eine Verbindung zwischen beiden Nationen, die zwar historisch bedingt mit dem Holocaust zu tun hat, aber vor allem in den letzten Jahrzehnten eher einfach nur die Zusammenkunft junger deutscher und israelischer Menschen hervorgebracht hat. Und der 7. Oktober war ein sehr, sehr krasser Einschnitt in diese Verbundenheit, die es vorher gab. Und beide Seiten werden jetzt sehr viel daran arbeiten müssen. Also für die Zukunft würde ich mir wünschen, dass beide Seiten versuchen, über die Politik hinwegzuschauen, dass man versucht, eine natürliche Verbindung auf Basis von gemeinsamen Interessen, kulturellen, historischen Interessen, sozialen, gesellschaftlichen Interessen aufzubauen und dass man auch versucht, vielleicht das, was man eben in der Politik oder in den Medien hört, mal ein bisschen zur Seite zu schieben, und ich glaube, solche Austausche wie Freiwilligendienstaustausche, Studentenaustausche, Jugendaustausche sind sehr, sehr wichtig, damit sich beide Länder, beide Nationen einfach besser kennenlernen und wirklich die Erfahrung, eine wirklich authentische Erfahrung bekommen, wie denn die andere Seite lebt, was die andere Seite denkt, wie unterschiedlich die Gesellschaft in der anderen Seite ist. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass solche sozialen Programme eben nochmal stärker gefördert würden und dass man darauf den Fokus setzt. Ich finde es immer erstaunlich, dass trotz allen schwierigen Situationen die israelische Gesellschaft einen unterstützt, sehr viel Lebensfreude zeigt, immer positiv bleibt. Und das gibt einem Hoffnung. Auf der anderen Seite würde ich mir wünschen, dass, wenn wir jetzt hoffentlich langsam nach dem Krieg und mit allen Geiseln wieder zurück in die Normalität führen, dass auch die
verschiedenen politischen, religiösen, ethnischen Unterschiede in Israel, dass man darüber sprechen kann, dass es nicht wirklich immer dieser Kampf zwischen rechts und links, jüdisch, arabisch, säkulär, religiös ist, sondern dass man versteht, wir hatten jetzt 2 Jahre lang Krieg, es ging um das Bestehen des Staates Israel und dass man einander versteht, einander zuhört und wirklich zueinander findet.